Halbfinale Teil 2 und jetzt geht es um die Wurst, es geht um den Endspieleinzug. Darum, Buffon sein Finale zu geben und am Ende auch den Titel. Aber wir müssen noch an Manchester City vorbei. Da haben wir im Hinspiel auch ein wildes 2-2 erlebt, waren da eigentlich die bessere Mannschaft, haben es leider verpasst, noch ein drittes Tor nachzulegen. Aber dafür heute mit der besten Truppe vor ausverkauftem Haus, bei besserer Stimmung auf jeden Fall. Das war ja im Etihad, war ja da eine Totenstimmung. Von daher nochmal alle zusammen 90 Minuten bis ins Finale. Da schauen die City-Spieler nicht schlecht. So eine Atmosphäre hätten sie auch gerne bei sich zu Hause gehabt. Immer noch Davis, Alaba und Kulusevski, die drei, die gelb vorbelastet sind. Werden dann also vielleicht für ein Finale gesperrt. Das wäre aber dann, ja, egal, solange wir ins Finale kommen. Ist zwar hart gesagt, aber es ist so. Auf geht's. Ein Spiel ist es noch. Einmal 90 Minuten hier. Volle Konzentration, volle Power in jeden Zweikampf reinlegen. Die Chancen vorne machen. Weil die Champions League ist jetzt so der, ja, der einzig verbleibend realistische Titel, den wir vielleicht holen können, weil in der Liga, das sieht wirklich sehr, sehr mau aus. Da haben wir 4 Punkte Rückstand auf Inter bei noch 3 Spielen. Und ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwie aufholen. Inter müsste jetzt zweimal patzen, auf jeden Fall. Und wir müssten halt dann erstmal alle 3 Spiele gewinnen. Deswegen lege ich hier alle Hoffnung rein in die Champions League, dass wir zumindest die gewinnen. Aber Achtung, City ist schon vorne! Mit der ersten Chance durch De Jong, der auch im Hinspiel früh getroffen hat. Ja, City zeigt uns gleich mal, wo der Hammer hängt. Was die vorhaben. Die wollen natürlich auch ins Finale, aber da müssen sie an uns vorbei. An unserer Verteidigung. An Bremer zum Beispiel, der den Laden da hinten eigentlich immer schön dicht gehalten hat. Besonders in der Champions League. Und Castells hinten. Sicher. Uns reicht ja ein Tor, aber ich glaube, bei einem Tor wird es heute nicht bleiben. Das war im Hinspiel auch schon eine ganz, ganz wilde Partie. Und das wird im Rückspiel jetzt nochmal genauso wild werden. Foden, Achtung. Alleine gegen alle. Nächste Chance. Die legen gleich mal munter los hier. Foden von links nach rechts, von rechts nach links und dann mit einem schönen Abschluss. Aber vorbei, ja. Wann werden wir wach? Wann spielen wir uns mal die erste Chance raus? Jetzt vielleicht. Und die ist vielleicht sogar schon drinne. Nein. Immer wieder Ederson. Dieser Teufelskerl. Im Hinspiel auch schon 3, 4 richtig gute Dinger rausgeholt. Wir müssen erstmal auf Temperatur kommen. So ein bisschen. So wie im Hinspiel. Da haben wir auch ein bisschen gebraucht. Aber dann waren wir auch da. Wieder. Ederson. Diesmal der Kopfball von Davis. Jetzt spielen wir es mal mit Kulusevski hier kurz aus. Chiesa. Ja, und da am Strafraumrand, da kommt Gravenberch. Zweimal getroffen im Hinspiel. Der weiß, wie es geht. Ja, wieder mit PSG-Fans als Unterstützung. Kann auch nur gut gehen. Alaba, kein Foul, aber Einwurf City. Bleiben sehr hartnäckig. Na komm, wie oft willst du noch antäuschen? Cancelo, irgendwann musst du werfen. Hat dir nichts gebracht. Und das ist sehr aggressiv von Haaland. Und, boah, da hat er Glück. Das gibt nicht mal eine Karte. Oh, oh, oh. Da kommt er mit viel, viel Glück davon. Weil im Normalfall ist das mal mindestens... Das ist rot. Das ist safe eine rote Karte, so wie der von hinten reingeht. Da hat er wirklich, wirklich Glück. Finde ich. Also, der geht da nur in die Beine rein. Ohne Absicht irgendwie den Ball zu spielen. Tut brutal hinten rein. Ja, also gelb mal auf jeden Fall. Und man kann da, glaube ich, schon über Rot nachdenken. Also Haaland hat Glück, finde ich persönlich, dass er noch auf dem Platz stehen darf. Aber vielleicht möchte er sich das 0:1 aus seiner Sicht aus nächster Nähe anschauen. Chiesa, Talisca ist in der Mitte, aber war
Im Abseits, glaube ich. So, die Mitte schön dicht halten. Verteidigung steht hinten. Alles gut. Ein Haaland. Immer noch Haaland. Alleine gegen alle. Jetzt kommt der Ball, aber ungefährlich. Aber bislang ist halt City die Mannschaft, ne? Die so ein bisschen dominanter hier ist. Spielt sich viele Chancen raus. Hat auch viele Chancen. Wieder ein Foul. Also wie aggressiv die teilweise schon reingehen. Aber das ist ja nicht unser Problem. Das ist jetzt das Problem der Verteidigung, die nicht hinterherkommt. Und Vlahovic nutzt die erste Chance. Und macht die Tür ganz weit auf in Richtung Finale. Durchgesteckt, große Lücken, keiner kommt hinterher. Und dann ist er ganz cool, eiskalt, genau zur richtigen Zeit der Saison. Ist er fit geworden und macht auch das Tor. Mit dem Pfosten dann, aber das ist egal. 1:0. Wir führen, nicht verdient. So ehrlich muss man auch sein, aber das ist mir egal. Im Endeffekt entscheiden die Tore so ein Spiel, wie immer. Aber, wie gesagt, das wird nicht das einzige Tor heute bleiben. Da bin ich fest von überzeugt. Foden, da ist nämlich schon der Ausgleich, weil Bremer da ein Luftloch schlägt. Und der Mann, der eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen darf, meiner Meinung nach. Erling Haaland mit dem Ausgleich. Aber da hat Bremer auch ein schönes Luftloch geschlagen. Das muss man ihm auch mal zugestehen. Ja, da kann Foden nicht gestoppt werden. Und dann Bremer. Pah, was ist das denn? Und Castells, gut, das ist aus 2-3 Metern. Da kannst du nicht mehr viel reagieren. Der wird sogar angeschossen. Der hält ihn mit viel Glück sogar. Aber Bremers Luftloch, das war sehr, sehr unglücklich. Ja, Erling Haaland. So ist es halt leider. Aber wir machen weiter. Wir finden uns schon noch irgendwie ins Spiel hier rein. Über die Außen, Vlahovic in der Mitte. Bekomme ich noch nicht so recht ins Kopfballspiel rein. Den haben wir, wenn dann, immer flach angespielt. So, jetzt mal Vlahovic gegen Jonathan Tah. Ja, Abschuss. Da kommen wir bislang noch nicht durch. Eine Chance hatten wir. Bologna, das nächste Ligaspiel. Das kann ich jetzt gefühlt eigentlich getrost ignorieren. Aber trotzdem, wir müssen auch in der Liga versuchen, die letzten 3 Spiele zu gewinnen. Aber Inter muss halt zweimal verlieren oder mal mindestens unentschieden spielen. Die haben jetzt noch 2 Heimspiele und dann spielen sie am letzten Spieltag in Bergamo. Und ich glaube nicht, dass Inter das noch verspielt. Aber wir lassen uns mal überraschen. Es hat schon so viele Überraschungen gegeben im Fußball. Und FIFA sowieso, also von daher warten wir es mal ab. Aber jetzt haben wir hier die große Aufgabe gegen City. Chiesa gegen Rodri, das verliert Rodri natürlich. Vlahovic, ungefährlich. Aber die Chancen auf jeden Fall, die spielen wir uns raus. Wieder über außen Davis. Vlahovic wieder da. Auch Grafberg, warum kommt der nicht vorher ran? Oh, der geht mit dem Kopf ran. Ey, das war ein richtig guter Laufweg. Vorsicht, jetzt ein Dika. Oder muss er die Lücke schließen? Gut. Da wäre nämlich der Ball fast auf Haaland, glaube ich, durchgekommen. Alaba. Was machen wir so? Und dann versuchen wir es mal hinten raus zu spielen. Ja, klappt auch. Perfekt. Das macht City gut, ey. Presst. Aber hat dann riesen Lücken, vor allem über links. Davis kriegt den noch. Und jetzt ganz einfach zurückgelegt und getroffen. Und wieder Vlahovic. Mit der Halbzeitführung. Easy peasy. Ganz einfach über außen rein. Zack, Grundlinie zurückgespielt. Besser geht's nicht. Das ist ja so viel Platz. Das hatte ich selbst in der Kreisklasse nicht. Ah, dann schön gemacht. Und Ederson, ja, sieht da auch nicht glücklich aus. Aber das ist mir auch egal. Den kann er halten. Ja, da sieht man halt wieder, dass die Handschuhe zurückgehen. Sieht man ganz klar, wenn die Handschuhe, wenn er die Hände einfach durchstreckt, dann hat er den wahrscheinlich. Tja, aber somit führen wir mit dem Halbzeitpfiff. Vlahovic Doppelpack, perfekt. Es wird auch wieder so torreich wie im Hinspiel und es ist ja erst die erste Halbzeit. Also, Stand jetzt sind wir im Finale. Gegner da wahrscheinlich Atletico oder vielleicht der andere Club aus Manchester.
Also schon wieder ganz schön viel los hier in der ersten Halbzeit. 6:4 Schüsse. Ballbesitz ungefähr ausgeglichen. Ja, es ist halt ein Halbfinal-Rückspiel. Merkt man. Und Haaland vorne, wie gesagt, meiner Meinung nach hätte der gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Eigentlich. Aber gut, vielleicht bekommt er ja dafür das Halbfinale aus als Revanche sozusagen. So, gleich wieder. Nächster Angriff. Wieder über links. Chiesa und Davis. Oh Gott. Rumgestolpert. Ja, Davis geht zurück. Masrau, Jonathan, wie spielen die sich dann da die Bälle hinzu? Ja, das geht jetzt auch ein bisschen zu einfach. Bremer gegen de Jong. Da war nicht durchkommen. Bremer, perfekt. Ganz, ganz astrein. So eine Leistung brauchen wir direkt nochmal dann im Finale, wenn wir es denn erreichen sollten. Und dann wär's das. Davis, schöner Ball von Chiesa. Jetzt ist Talisca. Vlahovic, wo ist er? Ja, es gibt sogar Abschuss. War Davis noch dran. Ja, Camavinga ist die erste Option dann für Zakaria, aber den bringe ich noch nicht rein. Grealish kommt. Aber noch würde ich Zakaria drinnen lassen. Kulusewski überragend. Im Zweikampf. Genau das, was wir brauchen. Er darf aber den Ball nicht verlieren. Ey, das ist auch wieder typisch. Ja, erst den Ball gut gewonnen und dann sowas. So, was macht sie dir da hinten? Diaz? Wo ist eigentlich De Bruyne, frage ich mich. Der muss ja dann auch schon längst gewechselt sein. Grealish geht zu einfach und Bremer einfach mal rustikal dazwischen. Ja, wird ein bisschen ruppiger. Da wird es dann wahrscheinlich jetzt gelb geben, oder? Ja, gelbe Karte. Aber war der Vorverwarn? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, nee. Ich glaube, Alaba, einer aus dem Mittelfeld, den hat er schön abgeräumt. Aber dafür hat Haaland zum Beispiel nichts gekriegt. Und das war noch schlimmer. Das war von hinten in die Beine rein. Apropos Zakaria, da ist er. So, und Vlahovic. Alleine gegen alle. Rodri, ja, Doppelpass. Komm, hat er noch die Kraft gegen Diaz? Jawohl, der marschiert. Ah, zu weit. Schade. Große Chance, auch hier aufs 3-1 zu stellen. Das wäre dann vielleicht schon mal sowas wie die Vorentscheidung. So in etwa. Oh, Fehlpass, gut gepresst. Schöner Spielzug, Vlahovic. Schau mal, die sind sehr, sehr aggressiv. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt darf ich die Bälle nicht so leicht verlieren, aber trotzdem mich nicht hinten da einigeln lassen. Perfekt. Ganz entspannt. Oh, Davis hat er den. Ja, Talisca und Vlahovic. Vorbei. Der köpft den vorbei. Was ist das denn? Aus 5 Metern. Oh, mein Gott. Ich will nicht sagen, dass ich den gemacht hätte, weil ich bin im Kopfballspiel genauso schlecht. Aber Vlahovic. Aus 4 Metern. Da habe ich gedanklich schon abgedreht. Da war ich schon bei der Eckfahne beim Jubeln. Ich war schon in den Menschenmassen auf der Gegend gerade. Naja. Auch das gibt es. Deswegen Hals- und Beinbruch an jeden Kreisliga-Fußballer. Die Profis machen auch nicht jeden Ball rein. Aber Bremer, der verteidigt jeden. Das ist Wahnsinn. Und wir haben jetzt wieder ein bisschen die Überhand. Ja, super. Auch das ist ganz, ganz einfach gespielt. Davis, da kretscht jeder dran vorbei. Vlahovic, Gravenberg und Zakaria abgefälscht. Dann muss es halt... Oh, Vorsicht. Ja, Zakaria gut durchgelaufen, aber er war zu schnell. Sonst hätte ich den Ball mal reingeflankt. Dann machen wir es halt über Gravenberg abgefälscht. Dann gibt den Eckball. So rennt die Zeit für uns. Oh, Bernardo ist verletzt. Hat er den Fuß reingehalten in den Schuss oder wie? Das sieht nicht gut aus. Oh, 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 da muss er raus. Da muss City nochmal wechseln auf einer sehr, sehr makaber, nein, nicht makaber, auf einer sehr schwierigen Position. Ach, hier ist er mit Bremer zusammengekracht. Naja, hätte ja auch nicht in den Zweikampf reingehen müssen, ne? Davon mal abgesehen. Ja gut, Eckball gibt es trotzdem. Und zwar Vlahovic war da hinten, so ungefähr am 11er-Punkt. Wir versuchen es mal. Aber wir täuschen an und Davis kriegt den Ball und auf der Linie. Phillips kommt für Silva rein. Oh, ob das so ein guter Wechsel ist? Wahrscheinlich habe ich jetzt den Ausgleich gejinxt. Oh, Vorsicht, ein Dicker. Ja, guck dich nochmal um, da kommt Haaland.
Aber auch unter Druck und auch mit dem größten Pressing machen wir das echt bislang gut. Wir lassen City laufen. Die müssen sich was einfallen lassen. Hier, wir haben auch immer wieder die Räume jetzt. Talisca, schade. Jetzt aufgepasst. Viererkette nicht auflösen, genau. Und Grealish, der müsste... Oh, ist nicht im Aus. Davis gegen Grealish. Achtung, Flanke, komm. Dika ist da. Und Zakaria auch perfekt im Scherenschlag. Und jetzt 4 gegen 3, wenn wir es schnell machen. Vlahovic unten direkt weiter vielleicht. Ja, das ist ja überragend gespielt, hör mal. Das ist ja super gespielt, aber jetzt fehlt der richtige Abnehmer. Zakaria oben, Alaba, ja, halbwegs gut. Achtung, De Jong, was hat er vor? Das wäre fast ein Eigentor gewesen. Genau, jubelt ihr mal schön. Getrüder für Alaba, Geschwindigkeit, Frische für rechts brauchen wir. Und City wechselt auch nochmal. Gaia für Tar, dann stellen sie auf Dreierkette um. Nächste Chance, Kulusewski mal alleine. Ach, schade, da wäre der Außenrissschuss gewesen. Achtung. Jetzt Mazraoui, aber der schafft das nicht. Nee. Aber irgendwie schaffen sie es doch, sich zu befreien. Oh, Haaland, nein. Alleine gegen alle, da muss Bremer hin. Und Haaland vergibt. Gott sei Dank. Ganz, ganz kläglich. Oh, der hat jetzt fast noch Elfer gegeben. Boah, der war knapp vorbei. Da war der Schatten des Balls auf dem Außenpfosten. Aber egal. Wir haben noch 5 Minuten bis ins zweite Champions League Finale in Folge. Für mich als Trainer. Buffon, der hat dann schon mal seinen Startplatz sicher. Das ist auf jeden Fall klar. Aber wer die anderen sind, wenn es denn soweit sein sollte. Weil City macht nochmal Druck. Klar müssen sie. Und ich hoffe, dass wir uns das jetzt nicht hier versauen. Zur Not einfach nochmal umgrätschen hier. Haaland. Auf der Außen. Oh nein, getunnelt. Achtung, Ball kommt nach hinten. Bremer sitzt auf dem Hosenboden und Geertruida, perfekt. Achtung, geklärt, jawohl, und jetzt. Der letzte Angriff womöglich im Spiel, Chiesa, der Angriff ins Finale. Vlahovic, Kulusewski, oh, der kriegt den nicht. Und jetzt doch nochmal die Chance für City, ne, das war's. Aus und vorbei, das schaffen sie nicht mehr. Und da ist der Schlusspfiff. Und es ist geschafft. Was für ein Kraftakt im Rückspiel, aber ein geiles Spiel. War auch wieder ein geiles Spiel, spannend vor allem, weil wir es nicht zu Ende gespielt haben. Aber auch, weil Haaland kläglich gerade noch vergeben hat, sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Also Buffon kriegt seine nächste Chance, einen Titel zu holen. Champions League Titel zu holen. Und Vlahovic sei Dank. Was für ein Kraftakt, aber auch von der Statistik her ist er immer nebensächlich. Aber da haben wir 11 Schüsse, die anderen hatten 5. Also es war schon verdient, aber natürlich auch wieder knapp, ey. Wir müssen da einfach auch mal so ein drittes Ding nachlegen. Aber gut, jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Spielen geht es nur darum, die Spiele irgendwie zu gewinnen. Wir brauchen jetzt noch 4 Siege, im besten Fall. Dann haben wir vielleicht 2 Meisterschaften, wollte ich gerade sagen, 2 Titel. Der Daumen geht da oben schon nach unten, weil wir halt nicht mehr Erster sind. Das ist halt das große Problem. Ich weiß nicht, ob Inter jetzt vorlegen kann oder ob wir am selben Spieltag spielen, müssen wir gleich mal gucken. Auch mit Voice Crack. Müssen wir das gleich mal gucken. Wie sieht's aus? Ne, wir spielen also wahrscheinlich zeitgleich. Ist das auch an jedem anderen Spieltag so? Gucken wir mal. Ja, hier spielen wir am 10. Mai. Dann 18. Mai spielen wir auch gleich beide. Und dann am letzten Spieltag spielen wir auch eh gleich. Also die letzten beiden Spieltage sind ja eh gleich. Ich denke mal, das ist in den anderen Ligen genauso. So, wer ist unser Champions League Gegner? Es ist Atletico geworden. 1-1 haben sie sich irgendwie ermauert wahrscheinlich. Also Atletico gegen Juve. Wo immer das Finale auch stattfindet, das wird sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich kann Atletico nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wen die so haben. Wollen wir mal kurz drauf gucken? Gucken wir mal kurz drauf. Ich habe mal Bock, kurz den Gegner zu scouten. Atletico. Mal so just for fun. Einfach mal hier gucken. Atletico, so. Wen haben die alles so? Schauen wir mal. Antonio Gummis. Iturbe, wahrscheinlich 2 Jungspunde. Oblak auch für ihn, denke ich mal. Die letzte Chance, Champions League Titel zu holen. Oh, Marquinhos. Marquinhos bei Atletico. Molina, Varane. Oha, Marquinhos und Varane in der Innenverteidigung. Dann wahrscheinlich Reinilde und Molina. Es sei denn, die spielen mit einer Fünferkette, glaube ich, aber nicht. Fekir unter anderem. Baumgartner, okay. Rodrigo, Javier de Paul. Grifo, Kondogbia. Ja, es sind schon einige Konsorten. Szoboszlai auch mit dabei. Ha, reimt sich. Und vorne haben sie, oh, auch klasse Stürmer mit dabei. Jonathan David. Felice.
Auch 90er mittlerweile Guri, okay, ist wahrscheinlich auch so ein Nachwuchsstürmer, aber auch eine 85 Immobile vorne, Simeone. Also es wird eine harte Truppe, glaube ich, im Finale. Aber gut, ein Finale ist da, um gewonnen zu werden. Sagte schon eins Randal Kolo Muani. Und auch hier die Ligaspiele sind eigentlich dafür da, um Meister zu werden. Wir haben es nicht in der eigenen Hand. Bologna jetzt Teil 1 und Inter muss halt federn lassen. Also macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.